Willkommen zu Reinvented, dem Business-Podcast von Share IDS. Wir sprechen über Cloud, Prozesse und digitale Transformation. Praxisnah, verständlich und immer mit Blick auf das, was Ihrem Unternehmen echten Mehrwert bietet. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Ich bin Susan Sari, freue mich wieder Fragen stellen zu dürfen. Und lasst uns mal in dieser Folge zu Beginn festhalten, viele Unternehmen haben ihr ERP bereits in die Cloud überführt oder stecken mittendrin in der S/4HANA-Transformation oder anders gesagt, wenn wenn Unternehmen ihr System umstellen, dann ist schnell die Frage da, was passiert mit den alten SAP-Systemen, die weiterhin verfügbar bleiben müssen, aus ganz unterschiedlichen Gründen, aber eben auch damit Kosten mit sich bringen. Darüber muss man sich Gedanken machen, denn es ist klar, der Dauerbetrieb dieser Altsysteme, der ist ganz schön teuer und der kann auch riskant sein. Genau darüber wollen wir sprechen, denn die Share IDS, die bietet dafür eine Lösung, die Retention Box. Und wie man mit der umgeht, woher sie kommt und was sie bringen kann. Darüber kann ich jetzt sprechen mit Martin Rosal. Er ist Experte für Managed Services bei der Share IDS. Ich grüße dich, Martin. Hallo Susanne, grüß dich. Martin, viele Unternehmen haben, ich habe es gerade schon gesagt, diese ERP-Landschaft modernisiert, sind dabei, aber die alten SAP-Systeme, die bleiben ja trotzdem hängen. Warum müssen wir darüber sprechen, wie wir mit diesen alten Systemen umgehen? Ja, danke für die Frage, das ist ein guter Punkt. Natürlich wollen viele Leute oder viele Unternehmen in Richtung S/4HANA oder müssen Richtung S/4HANA gehen, tun das auch in den nächsten Jahren oder sind schon mittendrin, beziehungsweise haben es schon geschafft und mussten sich oder müssen sich Gedanken machen dazu, was ist denn mit meinen alten Systemen, wo ja auch wichtige, wirtschaftsrelevante Belegdaten drin sind, die jetzt möglicherweise nicht ins neue System überführt worden sind. Und dadurch, dass wir ja in regulierten Branchen arbeiten, aber auch so Aufbewahrungsfristen gegenüber dem Gesetzgeber haben, müssen halt Daten für x Jahre, Belegdaten aufbewahrt werden. Und hier genau kommt unsere Sharebox, unsere Retention Box mit ins Spiel, die genau diese Lücke schließt und so schließt, dass nicht am Ende des Tages ein Altsystem wie ein neues System betrieben werden muss, also mit denselben Kosten betrieben werden muss. Wir sind dort effizient unterwegs und können somit eine sichere und auch saubere Lösung darstellen, um dies zu gewährleisten. Was sind denn so typische Risiken, die Unternehmen vielleicht auch unterschätzen, wenn sie mit Altsystemen weiterlaufen? Ja, also in allererster Linie sind das Kostenrisiken, die in diese reinsteuern, weil der Betrieb von SAP-Systemen ist bekanntlich jetzt nicht das günstigste Mittel der Wahl. Also es muss halt sauber betrieben werden, es muss halt auch Compliance und Audit sicher betrieben werden. Und das stellt die Share sicher. Und das stellt die Share insofern sicher, dass sie sozusagen für sehr, sehr viele Kunden dieses SAP-Hosting, wie man es so schön nennt, auch bereitstellt. Und wenn die Kunden jetzt im Zuge der S/4HANA-Transformation Richtung SAP ERP Cloud bzw. SAP On-Prem weitergehen, ihre Landschaft überdenken müssen und ein Altsystem entsteht, was so, wie es jetzt auch kostet, nicht weiter kosten soll und darf. Ja, und da haben wir eine Lösung mit der Retention Box geschaffen, die bis zu 80% der Kosten einspart, aber gleichzeitig auch dem Kunden die Möglichkeit gibt, immer wieder in sein altes System reinzuschauen. Sei es für die interne Belegschaft, für die Mitarbeiter, die halt nochmal alte Belegdaten einsehen müssen, oder aber auch für Audits, die ja auch regelmäßig stattfinden, wenn Wirtschaftsprüfer über die Daten schauen müssen. Ja, da muss man denen den Zugriff gewährleisten. Und das funktioniert genauso gut, aber mit deutlich weniger Kosten in einem solchen Retention-System. Also sie virtualisiert SAP-Systeme, um es vielleicht noch mal irgendwie für mich so verständlich zu machen. Kann man das sagen, das ist so eine Art digitales Schließfach dann von dem alten System? Oder Genau. vielleicht kannst du vielleicht noch mal Ja, mir erklären, dass ich es noch mal richtig sehr verstehe. gerne, sehr gerne. Also es gibt ja verschiedene Szenarien, ein SAP-System zu betreiben. Ja? Es gibt die Szenarien, dass das bei Kunden sozusagen im Keller steht, ja? Dann das altbewährte Mittel. Dann gibt es die Szenarien, dass man eine Private Cloud nutzt, wo sehr, sehr viele Dienstleister, unter anderem auch die Share, unterwegs ist. Und dann gibt es natürlich den goldenen Weg, dass man die Systeme sozusagen gleich in eine Public Cloud bei einem Hyperscaler, wie die Share das bei Microsoft Azure macht, überführt, beziehungsweise die Systeme dort auch betreibt.
Und auf genau dieser Plattform setzt halt auch die Retention Box auf, dass die Systeme in Microsoft Azure auf einer kostengünstigen Plattform oder kostengünstigeren Plattform liegen, als dass sie in einem Regelbetrieb liegen können. Und dadurch spart man sozusagen Kosten für die, jetzt habe ich den Faden verloren, Kunden ein. Also damit spart man eben ordentlich Kosten ein. Trotzdem stelle ich mir jetzt natürlich die Frage, wie groß wäre denn der Aufwand, wenn Unternehmen ihre Altsysteme vielleicht im Eigenbetrieb halten würden im Vergleich? Also technisch, Genau. organisatorisch, wie kann ich mir das vorstellen? Also es ist ja so, dass das zu einem SAP-Betrieb immer dazu gehört, dass auch so ein System gepflegt wird. Ne? Also es gibt die SAP-Basis-Seite nennt sich die und die SAP-Applikationsseite, die beide von der Share auch unter anderem betreut werden können. Und wenn wir jetzt auf die SAP-Basis-Seite schauen, muss so ein System halt regelmäßig gepatcht werden. Security-relevanten Sachen müssen eingespielt werden. Es muss halt so überwacht sein und am Laufen und am Leben gehalten werden, dass es für den Kunden nutzbar ist. Ja, weil so ein System, so ein SAP-System ist ja auch geschäftsrelevant. Ja, da sind geschäftsrelevante Daten drin, Abläufe, Prozesse, die für Unternehmen dargestellt werden. Und wenn man das weiterlaufen lässt, dann produziert das natürlich dieselben Kosten für den normalen Betrieb. Auch weiterhin. Und das möchte man nicht. Man muss Personal möglicherweise vorhalten oder auch das Personal des Dienstleisters weiterhin so bezahlen, als würde man das System aktiv nutzen. Was ja dann, wenn man in Richtung S4HANA, gucken wir jetzt einfach mal in die SAP ERP Cloud, also das RISE-Modell wählt, dann nicht mehr notwendig wäre, nicht mehr in diesem Umfang notwendig wäre. Und dadurch kann man sozusagen die Retention Box nutzen, denn die bindet das Nötigste, was man braucht für den Betrieb und realisiert dann sozusagen auf einer anderen Kostenebene für Kunden genau diesen Retention Box Modus, den man dann gehen würde. Also dieser Mehrwert, der erschließt sich mir eigentlich ganz gut. Trotzdem würde ich gerne noch mal fragen, also wo kommt das eigentlich her? Also wie eigentlich sind wir dazu gekommen, diese Retention Box zu nutzen? Weil das fängt ja wohl damit erstmal an, dass man sich die Frage stellen muss, glaube ich jetzt mal, aus regulatorischer Sicht beispielsweise, warum kann man nicht einfach diese Systeme abschalten? Also wo fängt es an und wie kam man dann zur Retention Box? Genau. Also da sind ja, ist ja jedes Land unterschiedlich und wenn wir in Deutschland unterwegs sind und die Share ist in der Regel bei deutschen Kunden, die international agieren, unterwegs, obliegt ja jedem Unternehmen eine Mindestaufbewahrungspflicht ihrer Daten. Ja, ihre Akten im altmodischen Sinne, aber auch ihrer Daten, ihre geschäftsrelevanten Daten. Und dahingehend, wenn man in eine neue Welt umzieht, sozusagen, also die SAP RISE-Welt, wenn wir jetzt die mal als Beispiel nehmen, dann wird sehr viel Neues kreiert. Also das System bekommt neue Prozesse, man geht mit dem System auch in die Cloud. Ja? Also das wird dann auf verschiedenen Hyperscalern wird einem die Möglichkeit gegeben, das zu hosten. Das wird alles von der SAP realisiert. Und in dieser neuen Welt sind dann aber die alten Daten so nicht überführt. Und diese alten Daten müssen weiterhin aufbewahrt werden. Ja? Also aus verschiedensten Branchen gibt es dort Aufbewahrungsfristen von bis zu 25 Jahren, weil man halt Daten hat, wie zum Beispiel im Public-Sektor Baudaten, baurelevante Daten oder geschäftskritische Daten, die halt aufbewahrt werden müssen und die müssen halt vorgehalten werden. Die müssen nicht vorgehalten werden, dass man da jeden Tag zu jeder Zeit immer rankommt. Dann wäre man nämlich im Weiterbetrieb des Altsystems. Die müssen so vorgehalten werden, dass man sozusagen uns als Dienstleister, wenn man diesen Service nutzen möchte, einen Service-Request, ein Ticket einstellt und dann in diesem Ticket sozusagen mitteilt, man braucht den Zugriff auf die SAP-Umgebung, auf die alte Umgebung von Zeitpunkt X bis Y. Und in diesem Zeitpunkt gewähren wir sozusagen den Zugriff auf die Systeme. Und ansonsten ruhen die Systeme. Die sind dann sozusagen im Sleep Mode und verursachen in dem Sinne keine großen laufenden Kosten. Es ist ein geringfügiger Kostenblock, der da entsteht für das Vorhalten der Daten. Die müssen ja irgendwo liegen. Die liegen ja nicht irgendwie bei irgendjemandem im Keller, sondern in Müssen dem Sinne gelagert werden, in gespeichert Azure, werden. genau, Mhm. also Microsoft Azure.
Und diese Daten sind dann auf Zuruf beziehungsweise auf Bedarf verfügbar und werden auch nur dem Kunden so verfügbar gemacht, dass er sie einsehen kann. Er kann sie nur lesen. Er kann die Daten nicht mehr verändern. Das Ja, ist tatsächlich das auch ist der wahrscheinlich der Punkt, der sich am meisten von der klassischen Archivierung unterscheidet, oder? Ja, in dem Sinne, beziehungsweise auch die Tatsache, dass eine klassische Archivierung, so wie es viele Unternehmen nutzen, die Daten ja ein Stück auslagert, aber verfügbarer macht, wenn man sie jetzt auch auf die Schnelle braucht. Wenn ich als End-User sozusagen auf meine alten Daten von vor 5, 6 Jahren, die archiviert worden sind, zugreifen möchte, dann sind die ein paar Klicks entfernt und ich muss geringfügige Wartezeiten in Anspruch nehmen, also in Kauf nehmen. Und bei diesem Retention-System ist es so, dass der Kunde nach einem abgeschlossenen Projekt, wo die Rechte und die Rollen einfach nochmal durch die Share quergecheckt werden und finalisiert werden, sodass quasi auch alle Daten eingeschränkt sind und geprüft sind, dass die nicht mehr für den Kunden im alltäglichen Bedarf zur Verfügung stehen. Nur noch auf Anfrage bei Bedarf. Ja, und solche Bedarfe sind dann halt die Wirtschaftsprüfer, die dann sich ja dann auch des Öfteren ankündigen und diese einsehen müssen. Und dafür wird dann so ein spezieller Raum eingerichtet, wo nur der Kunde bzw. der Dritte nach Bedarf drauf kann und dann diese Daten einsehen kann. Und das aber auch nur für einen bestimmten Zeitraum. Die sind jetzt nicht über Monate hinweg verfügbar, sondern wirklich auf einen angemeldeten Zeitraum, dass die danach wieder in den Ruhemodus versetzt werden können, weil sonst würde man die Daten ja dauerhaft vorhalten und sie produzieren Mehrkosten und die man ja nicht haben möchte. Jetzt hast du gerade schon so ein Praxisbeispiel genannt, wann man eben auf so 'ne Retention Box zugreifen müsste beispielsweise. Kannst du uns vielleicht noch mal 'n anderen typischen Kundenfall skizzieren? Vielleicht auch so im Vergleich, welche Herausforderungen man ohne Retention Box zu mit der Retention Box hätte, einfach noch mal, um's besser greifen zu können. Ja. Also im Grunde genommen gibt es verschiedenste Szenarien. Also jedes Unternehmen ist da auch ein Stück weit anders. Ne? Also die einen haben halt eine Auflage, dass sie die Daten x Jahre, Jahrzehnte aufbewahren müssen. Andere halten sich dann an die minimalen gesetzlichen Vorschriften und dann können die Daten sozusagen dort, also müssen nicht mehr verfügbar sein. Aber in der Regel ist es so, dass wenn ein Unternehmen in Richtung S/4HANA geht, auch Prozesse neu gestaltet. Und da kommt es durchaus nochmal vor, dass ein Unternehmen, wenn es schon im Neugestalten der Prozesse ist, das Projekt, das S/4HANA-Projekt dann in den ersten Steps abgeschlossen ist, also die Migration erfolgreich ist, dann doch nochmal in alte Geschäftsdaten reinschauen muss. Wie war das denn früher? Wie haben wir das dann da gemacht? Dass da das Wissen meistens auch bei den Mitarbeitern liegt, wenn die in Rente gehen, wenn die den Job wechseln, dann vielleicht nicht mehr da ist und dass dann der Need da ist, auch in diese Daten nochmal reinschauen zu müssen. Und da ist natürlich auch die Gelegenheit da. In der Regel ist die Retention Box so aufgebaut, dass wir sagen, okay, es gibt einmal pro Monat den Need aus dem Kundenbereich heraus in diese Daten schauen zu müssen. Ja, und der ist aber nicht lang, der wird dann für 24 Stunden bereitgestellt, wobei der Kunde dann seinen Arbeitstag zur Verfügung hat, um diese Daten dann einzusehen. Und die restliche Zeit der 24 Stunden sind halt in Vorbereitung und in Nachbereitung. Ne? Also wenn wir das System wieder hochfahren, dann schauen wir einmal die Minimal-Security-Anforderungen, die so ein System haben muss, dass es halt auch soweit auf einem aktuellen Stand ist und bringen das dann sozusagen wieder nach Abschluss des Durchschauens der Daten wieder in den Sleep-Mode rein. Und da liegt es dann so lange, bis wieder der Need da ist, dass der Kunde dort Daten einsehen muss oder halt jemand externes wie ein Wirtschaftsprüfer sich anmeldet. Das als praktisches Praxisbeispiel und auch der Aspekt der Kosten ist für mich nachvollziehbar. Sicherheit haben wir auch schon angesprochen, aber vielleicht noch mal abschließend, ja, Punkt Sicherheitsrisiken. Was müssen wir da beachten bei der Retention Box? Vielleicht auch im Vergleich zu klassischen anderen Systemen? Genau. Also wir haben uns bewusst für die Variante in Microsoft Azure entschieden, da die Daten dort DSGVO-konform aufbewahrt werden können. Also es ist halt auch wir im EU-Datenraum eine regulatorische Anforderung für solche Aufbewahrungsthemen. Und da ist man relativ
gut unterwegs. Eine Microsoft investiert sehr, sehr viel Geld jährlich in die Weiterentwicklung von Security-Mechanismen, sicheren Rechenzentren und kann das sozusagen alles in einem Produkt oder beziehungsweise in solchen Produkten vereinen. Da kommen wir dann sozusagen auf diese Sicherheit drauf. Die Sachen sind alle geprüft, zertifiziert und in dem Sinne kann der Kunde da sicher gehen, dass die Daten dort compliant abliegen. Wie schnell, wenn ich jetzt das Unternehmen ja, umstellen möchte, wie schnell lässt sich denn ein Altsystem in die Retention Box überführen? Genau. Es kommt immer ein bisschen auf den Umfang an, ne? Also jedes SAP-System von Kunden ist unterschiedlich. Das muss man ganz klar festhalten. Und die einen Kunden haben halt deutlich größere Systeme als andere. Und dann entscheidet auch der Umfang der zu überführenden Daten immer noch das Projekt, was dann geführt wird. Wir haben als aus Erfahrung gesagt, weil wir dann ja aus vielen Projekten auch kommen und da dieser Need entsteht, dass man zwischen 5 bis maximal 10 Personentage dort investieren muss, um einmal die Rollen und Berechtigungen einmal fair zu checken, vorzubereiten für den Retention-Modus und das Überführen in diesen Retention-Modus, also der Daten in die Microsoft Azure-Welt, ist relativ schnell gemacht. Also das kann, wenn man das stringent durchzieht und durchgeplant ist, dazu gehört natürlich auch Vorbereitung des Kunden mit dazu, innerhalb weniger Wochen auch stattfinden. Was sind da so die wichtigsten Schritte? Also wenn man es mal wirklich so in Schlagwörtern aufführen müsste? Ja. Also ganz, ganz wichtig ist, und das merken wir halt auch aus unseren Projekten heraus, dass der Need während des Projekts, während des Laufens schon entsteht, dass der Kunde sich natürlich im Vorfeld und sollten wir in solchen Beratungsprojekten mit aktiv sein, bringen wir genau solche Themen auch mit an, dass er sich rechtzeitig darüber bewusst ist, dass solch ein Budget, auch wenn es nicht riesengroß ist, aber ein Teil des großen Ganzen sein sollte oder sein muss am Ende des Tages und dass das auch mit geplant wird. Ja? Und dann natürlich auch mit Zuge des Go-Lives ins neue System solch ein Übergang in von einem Altsystem in ein Retention-System auch sichergestellt wird. Das jeder Kunde handhabt das anders. Solch ein Übergang, die einen sagen, okay, wir lassen unser Altsystem mindestens noch ein halbes bis ein Jahr laufen, weil wir davon ausgehen, dass wir öfter dort nochmal rein müssen, auch wenn wir es nicht mehr produktiv nutzen. Andere Kunden sagen, okay, das kann nach wenigen Wochen schon in den Retention-Modus überführt werden, weil wir uns sicher sind, das Projekt läuft so sauber durch, dass die Daten dort dann abgelegt werden können. Also das ist wirklich sehr, sehr individuell. Das kann halt sehr, sehr schnell gehen, wenn ein Kunde das forciert, aber es kann halt auch in einem Projekt, und solche SAP-Projekte sind halt nicht in Monaten zu rechnen. Also es gibt große Unternehmen, die machen das seit Jahren schon, dass dann halt so ein System mitgenommen wird und überführt werden kann. Also man kann jetzt nicht sagen, das dauert mindestens paar Monate oder maximal paar Monate. Das lässt Also sich vielleicht nicht. vom Entstehen der Anforderungen beziehungsweise vom Platzieren der Anforderungen bis zur Überführung könnte man, wenn man das in einem Sprint durchzieht und alle Daten und Fakten vorliegen, also die Größe des Systems, der Datenbanken, die damit reinspielen und bis hin zum Deployment und Überführen der Daten in Azure, könnte man das im Idealfall in 1,5 bis 2 Monaten schon durchführen, ne? Aber im Idealfall bewegen wir uns dann ja im luftleeren Raum sozusagen. Das ist der goldene Weg und der trifft meistens so nicht ein, muss man Martin, ehrlicherweise sagen. vielleicht auch noch mal zum Schluss, du bist ja eben auch involviert mit der Share IDS an solchen Transformationen von Unternehmen. Wie gehst du an so eine Beratung ran? Was sind so die ersten Points, auf die man achten muss Genau. zu Also, Beginn? wir sind da als Team unterwegs, ja. Das ist ein Team von erfahrenen Projektleitern, die mit in solche Akquisen mit reinkommen, und natürlich auch von sehr, sehr viel Consultants und Beratern, die dort mit aktiv sind, und aus ihren Erfahrungen schöpfen. In der Regel, müssen wir erst mal verstehen, wie tickt das Unternehmen, ja? Wie sind die unterwegs mit ihrer SAP-Umgebung? Wie alt ist die SAP-Umgebung? Welchen aktuellen Stand hat die SAP-Umgebung des Kunden? Das ist wirklich höchst individuell. Da kann man wirklich nicht von dem Status reden, sondern das sind definitiv immer individuell zu betrachtende Szenarien. Und je nach Szenario kann man den Kunden dann halt auch
mit beratend an die Hand nehmen. Es gibt Kunden, die möchten das gerne, möchten dort mit geführt werden. Es gibt aber auch andere Kunden, die sagen, die haben eine ganz klare Vorstellung, wie das laufen soll. Die haben das Projekt sich schon so gedanklich zurechtgelegt, dass man da Hand in Hand zusammenarbeiten kann. Und so kristallisiert sich immer relativ schnell ein vernünftiger, sauberer Weg raus, den wir als Beratung sozusagen vorschlagen und mit dem Kunden gemeinsam beschließen. Martin, vielleicht zum Schluss. Was ist denn ein Rat, den du Entscheidern mitgibst, die vielleicht vor einer SVH-Transformation stehen und ja, vielleicht auch noch nicht wissen, was sie mit den Altsystemen so machen sollen? Genau. Also im Idealfall immer mit einem Dienstleister, mit einem IT-Dienstleister, der Erfahrung mit diversen Projekten aus diversen Branchen hat, zu reden und sich den Übergang von solchen Altsystemen im Vorfeld auch schon rechtzeitig zu überlegen. Dann beschleunigt das Projektende nach hinten raus deutlich und macht es auch für alle, die dann sich mit dem neuen System ja durchaus intensiv beschäftigen müssen und vielleicht dann doch nochmal alte Daten einsehen müssen, sehr, sehr einfach. Und dann ist natürlich auch die Transparenz in der Budgetierung auch gewahrt. Das kann man so mitgeben, dass man da frühzeitig dran denken sollte, auch wenn es ein kleiner Punkt ist in so einer Transformation nach S/4HANA, ist es ein nicht unwesentlicher Punkt. Das nehmen wir genauso mit an der Stelle und kann natürlich auch jederzeit nochmal auf dich, auf dein Team zugehen. Und an der Sehr Stelle gerne. sage ich erstmal vielen Dank, Martin Rosal, Experte für Managed Services bei Share IDS. Danke für das Gespräch. Sehr gerne. Das war Reinvented, der Business-Podcast von Share IDS. Mehr Impulse, Best Practices und Hintergründe finden Sie auf share-ids.de. Wenn Sie wollen, hören wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, machen Sie es gut.